Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für eine Brötchensonne bzw. kleine Abreißbrötchen mit einer cremigen Käsesoße. Dafür bereiten wir zunächst einen einfachen Hefeteig vor, ein Viertel Würfel frische Hefe, ca. 10 Gramm, in eine Rührschüssel bröseln, 300 Milliliter lauwarmes Wasser dazu gießen, außerdem je einen Teelöffel Zucker und Salz dazugeben, 500 Gramm Weizenmehl, ich habe hier 405er Weizenmehl genommen und dann alle Zutaten mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Wenn das erledigt ist, können wir den Teig portionieren, den Teig einfach mit einem Messer oder einer Teigkarte in kleine Stücke schneiden. Ich habe hier, wenn ich mich nicht verzählt habe, 28 ungefähr gleich große Stücke erhalten. Die Arbeitsplatte, wenn nötig, jetzt leicht bemehlen und jedes Teigstück anschließend zu einer kleinen Kugel formen. Danach platzieren wir alle Teigkugeln auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech, damit wir die Brötchen nach dem Backen einfach voneinander trennen können, werden die Teigkugeln jetzt nacheinander in 75 Gramm geschmolzener Butter gewendet, mit einer Gabel vorsichtig herausheben, kurz abtropfen lassen und dann mit etwas Abstand zueinander auf dem Backblech platzieren, in der Mitte etwas Platz lassen, um dort vorm Servieren eine kleine Schale mit Käsesoße zu platzieren. So sollte die Brötchensonne dann aussehen. Jetzt mit einem Küchentuch oder einem zweiten Backblech abdecken und 45 Minuten ruhen lassen, bis die Brötchen ihr Volumen deutlich vergrößert haben. Nach der Ruhezeit bestreiche ich die Brötchen noch mit etwas verquirltem Eigelb, außerdem etwas Sesam und Schwarzkümmel drüber streuen. Hier könnt ihr natürlich auch andere Saaten verwenden oder ihr lasst es ganz weg. Und so geht das Backblech dann in den vorgeheizten Backofen für ca. 20 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze, bis die Brötchen eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Käsesoße. Dafür als erstes einen gehäuften Teelöffel Butter in einen Topf geben, die Butter zum Schmelzen bringen und sobald sie anfängt zu schäumen, einen gehäuften Teelöffel Mehl dazugeben, Butter und Mehl mit einem Schneebesen verrühren, kurz aufkochen lassen, dann 300 Milliliter Milch in den Topf gießen, die Milch klumpfrei unterrühren, danach würzen wir schon mal mit je einem Teelöffel Knoblauch sowie Zwiebelpulver. Außerdem kommt noch Salz dazu, einen Viertel bis halben Teelöffel in etwa. Die Gewürze jetzt mit einem Schneebesen unterrühren, das Ganze zum Kochen bringen, bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Rühren für ein paar Minuten köcheln lassen, bis die Milch etwas andickt und danach fehlt nur noch der Käse, insgesamt 125 Gramm. Ich habe eine Mischung aus geriebenem Cheddar und Mozzarella verwendet, den geriebenen Käse in der heißen Milch schmelzen lassen und dann ist die Soße auch schon fertig. Die Soße jetzt am besten auf dem Herd bei niedrigster Stufe warm halten, gelegentlich mal umrühren und jetzt die fertigen Brötchen aus dem Ofen holen. So sehen die Brötchen dann aus. Goldbraun und schön aufgegangen. In der Mitte sollte im Idealfall noch immer genug Platz für ein kleines Schälchen sein. Die warme Käsesoße jetzt in das Schälchen gießen, gerne noch ein paar Chili- oder Paprikaflocken über die Soße streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.